Augmentierte Psychotherapie meint letztendlich Psychotherapie plus. Das heißt, wir ergänzen Psychotherapie durch etwas, was dazukommt, extra dazukommt. In unserem Fall meistens die Gabe von Ketamin intravenös oder auch Techniken, die nicht pharmakologisch das Bewusstsein verändern, wie zum Beispiel die Lucia-Lampe, das ist ein Stroboskoplicht, oder spezielle Atemtechniken. Der Behandlungsablauf ist dadurch geprägt, dass wir interdisziplinär arbeiten. Der Erstkontakt findet normalerweise über unsere psychiatrischen Kollegen statt. Dann erfolgt nach einer Evaluation zum Krankheitsbild und zur Gesundheitssituation die Vorstellung beim Anästhesisten, also bei mir oder meinem anderen Kollegen. Und danach die Weiterbehandlung durch den Bezugspsychotherapeuten. Wenn es dann um die Ketamingaben geht, treten wir wieder im Team auf, normalerweise eben psychotherapeutisch und anästhesiologisch. Damit bieten wir eine der wenigen Therapieformen an, bei denen Psychopharmakologie und Psychotherapie wirklich Hand in Hand arbeiten. Dann natürlich, um das Ganze auch therapeutisch gut nachzubereiten und ausklingen zu lassen, noch ein Abschlussgespräch und dann die Weiterführung, sodass es nicht zu einem Rezidiv kommt zum Beispiel. Also muss jemand noch in eine weiterführende Psychotherapie, zum Beispiel, wie wird jemand weiter behandelt? Das ist uns natürlich auch wichtig. Und natürlich gibt es einerseits Therapieziele, die man setzt, so wie in einer normalen Psychotherapie, dass der Patient entweder schon mit Zielen kommt, so das und das nehme ich mir vor, das will ich erreichen durch die Therapie, in der Therapie. Wenn er das nicht tut, ist es Teil und Aufgabe der Therapie, das auch erstmal zu erarbeiten, was ist so ein möglicher Zielzustand. Und im Kleinen oder speziell in unserem Bereich hier würde man das dann auch Intention nennen. Und man kann auch mit Intentionen in die einzelnen Erfahrungen reingehen. Dazu ist zu sagen, dass die ketaminassistierte Psychotherapie in Deutschland eine Off-Label-Behandlung ist. Wir also von individuellen Heilversuchen sprechen. Es ist so, dass aus Studien und aus der Evidenzlage, zum Beispiel in Amerika, relativ klar ersichtlich ist, dass vor allen Dingen bei schwerer Depression, behandlungsresistenter Depression, aber auch bei Substanzgebrauchsstörungen oder auch bei Zwängen, Ängsten, manche gehen so weit zu sagen, auch bei Burnout und Anpassungsstörungen Therapieerfolge erzielt werden können, wobei wir da strikter vorgehen und uns auf die ersten genannten Indikationen beschränken. Also Kontraindikationen für Ketamin sind sozusagen zweigleisig aufzufassen. Das eine sind organische Kontraindikationen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhter Augeninnendruck oder auch erhöhter Hirndruck, wie manche Patienten ihn mitbringen. Da wären wir sehr vorsichtig. Auch bei Patienten, die vor kurzem einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten haben, würden wir sehr genau gucken, ob die Patienten geeignet sind. Kontraindikationen aus psychiatrischer Sicht wären zum Beispiel psychotische Erkrankungen oder auch eine bipolare Erkrankung mit häufigen manischen Phasen oder auch eine aktive Substanzgebrauchsstörung. Also diese Fragestellung ist ja letztendlich sehr speziell, denn sie ist nur für die Patienten zutreffend, bei denen eine Behandlung einer Substanzgebrauchsstörung mit Ketamin erfolgt. Das ist bei uns ja ein sehr kleiner Teil der Patienten. Wir haben eher die depressiven Patienten bei uns im Fokus. Wir machen ja keine Substitutionstherapie und wir sind auch keine suchtmedizinische Praxis. Das heißt, wir sind sehr vorsichtig bei diesen Indikationen. Wir wollen auf keinen Fall nur einen Substanzwechsel erzeugen. Anders als in der klassischen Psychopharmakotherapie geben wir die Medikamente, hier das Ketamin, als antidepressiv wirksames Medikament und Medikament, was veränderte Bewusstseinszustände induziert, nur gezielt zur Psychotherapie. Das heißt, bei uns im Abstand von einer Woche, jeweils mit psychotherapeutischer Begleitung. Es ist keine Dauermedikation mit Ketamin in unserer Therapie geplant. Psychopharmaka, die eingenommen werden, können auch weitergenommen werden. Unter Umständen kann es sogar bei einer Verbesserung der psychischen Erkrankung zu einer Reduktion der Dauermedikation oder einem Absetzen der Dauermedikation kommen. Wenn man die Dosierungen wählt, die zum Beispiel in den amerikanischen Leitlinien angegeben sind, der APA, da sind wir dann bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 30-40 Minuten. Das sind wirklich veränderte Bewusstseinszustände, das sind starke innere Bilder, die können auch das Körperbewusstsein sehr beeinträchtigen. Also ein Gefühl von, man löst sich ab vom Körper, man schwebt im Universum, man sieht Farben, sieht Muster, hat starke biografische Wiedererinnerungen. Das ist was man gut integrieren muss. Also wichtig, es sind ja sehr intensive Erfahrungen, solche psychedelischen Zustände oder veränderten Bewusstseinszustände. Wichtig ist dabei erstmal eine gute Begleitung. Das heißt, uns ist die therapeutische Beziehung auch wichtig, dass der Patient oder Klient gut begleitet wird von seinem Therapeut während der Erfahrung, da für sich
die diese Erfahrungen machen kann, diese Zustände erforschen kann auch und das, was darin eben kommt und danach das Erfahrene bestmöglich integriert werden kann. Und da ist eben vor allem das therapeutische Gespräch, aber auch ganz verschiedene Methoden der Integration sind da wichtig, bieten wir an und erarbeiten wir mit dem Patienten. Also viel in diesem Miteinander der Beziehung aus Patient und Therapeut auch. Wir haben für Situationen, wo zum Beispiel jemand nicht mehr beherrschbare Angstattacke bekommen sollte, hätten wir auch die Möglichkeit einer Rescue Medication. Aber das wollen wir eigentlich nicht, denn wir betrachten auch schwierige Erfahrungen als etwas, das mittelfristig den Patienten sehr viel weiterbringen kann. Genau wie die Therapie eine zusammengesetzte ist, ist auch die Evidenz letztendlich eine zusammengesetzte. Also für die Gabe von Ketamin gibt es rein neuropharmakologisch sehr gute Evidenzen. Also dass es da zu einem Reset an Rezeptoren kommt, die bei depressiven Patienten sonst schwer anzusprechen sind und deren Signalverarbeitung einfach besser funktioniert und das Hirn wieder, ich sag mal, beweglicher wird, schwingungsfähiger, dass mehr Prozesse ablaufen können. Psychotherapie an sich hat natürlich auch eine eigene Evidenz und wir berufen uns ein Stück weit, wie gesagt, auch auf die vorhergegangene oder gerade aktuell laufende Erforschung von psychedelischen Substanzen, gerade bei der Depressionstherapie, und führen das zusammen. Psychisch gesehen ist es halt eine sehr intensive Erfahrung. Dann würde ich aber in dem Fall nicht von Nebenwirkungen sprechen, sondern dann würde ich davon sprechen, dass es vielleicht kurzzeitig überfordernde oder intensive Zustände, Erfahrungen mal sein können, wo es darum geht, die zu verstehen und die zu integrieren danach. Der Preis der Behandlung setzt sich zusammen einmal aus den Stunden für die Psychotherapie, die psychiatrische Erstanamnese und so weiter und natürlich die Ketamingaben. Wir rechnen nach GOL ab, wir sind eine Privatpraxis, das heißt, wir sind ungefähr im Rahmen dessen, was eine reine privat abgerechnete Psychotherapie kosten würde, plus die Bezahlung der Ketamintherapie. Wenn man die Patienten 9 bis 10 Wochen hier hat, mit insgesamt 4 bis 6 Ketaminsitzungen und der einbettenden Psychotherapiesitzungen davor und danach, inklusive intensiver Integration, kommen wir auf ca. 3.000 €, wobei sowohl die privaten Krankenkassen als auch in seltenen Fällen die gesetzliche Krankenkasse zumindest die Ketamininfusionen übernehmen. Insgesamt kann man die beiden Therapien nicht ganz klar voneinander unterscheiden. Aber wir sehen zunehmend Menschen, die unter einer langfristigen Psychopharmakotherapie, zum Beispiel mit Antidepressiva, keine Verbesserung ihrer Depressionssymptome sehen oder auch unter einer hohen Nebenwirkungslast leiden. Diese Patienten machen unter 1/3 bis 50% der Patienten aus, die Antidepressiva einnehmen. Und hier eine neue Therapiealternative zu bieten, ist für uns ein Auftrag.